ihr Lieben, schön, dass ihr in meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Meine Tochter wurde heuer im Sommer 15 Jahre alt und sie hat sich zu ihrem Geburtstag einen schokoladigen Number Cake gewünscht. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch eine Idee zu filmen. Und deswegen zeige ich heute meine Variante eines einfachen Number Cakes. Für den Number Cake brauchen wir einen Biskuitboden. Ich habe hier wie immer natürlich meinen Wunderkuchen genommen. Diesmal aber nicht in einer runden Form, sondern ich habe ihn in Backblechgröße gebacken. Da habe ich das Rezept verdoppelt. Ich schreibe euch ganz einfach die genaue Mengenangaben für ein Blech in die Infobox. Und das Video, wie dieser Kuchen funktioniert, das verlinke ich euch ebenfalls in der Infobox. Also schaut da einfach mal rein. Ja, der Boden muss natürlich komplett ausgekühlt sein. Und da ja grundsätzlich immer der Boden uneben backt, habe ich als erstes den Deckel abgeschnitten, so dass ich einen richtig schönen geraden Boden habe. Es bleibt leider sehr, sehr viel übrig, aber was heißt leider? Man kann die Reste wunderbar verwerten und zwar entweder, so wie es ich gemacht habe, als Granatsplitter oder man macht Cake Pops oder man isst es einfach so. Die Zahlen habe ich aus dem Internet heraus, also ich habe sie mir einfach ausgedruckt. Ja, die Größe müsst ihr halt eurem Blech anpassen, und zwar die Zahl 1 und 5. Also diesen Kuchen könnt ihr mit jeder anderen Zahl auch machen. Ja, und die habe ich mir dann aufgelegt, also erst geschaut, dass alles passt. Und dann habe ich mit der 1 angefangen, einfach auf den Boden legen und vorsichtig darum schneiden. Ja, die 1 war eigentlich ziemlich einfach, die kommt dann zur Seite. Weiter geht es dann mit der 5. Ich muss ehrlich gestehen, die 5 ist schon ein bisschen schwierig wegen dem Bogen da unten, wegen dem Bauch. Die legen wir ebenfalls drauf und schneiden die Zahl 5 aus. Am besten mit einem Messer. Und so sahen dann meine Zahlen aus. Bei der 5 muss man ein bisschen aufpassen, die verbiegt sich leicht. Ja, das kommt dann erstmal zur Seite. Weiter geht es mit der Füllung. Da habe ich es mir wirklich sehr einfach gemacht. Ich habe einfach eine Paradiescreme genommen mit 800 Milliliter Sahne und 2 Päckchen Paradiescreme Schoko. Die Sahne kommt in eine Schüssel, die wird kurz aufgeschlagen. Und da kommt dann nach und nach das Pulver dazu. Also normalerweise wird ja diese Paradiescreme mit Milch gemacht. Aber wenn man Sahne benutzt, dann hat man eine richtig gute Tortenfüllung. Ja, und das Ganze wird dann steif geschlagen, also dass es richtig schön cremig wird. So schaut er dann zum Schluss aus. Also richtig schön cremig und fest. Ja, meine Creme, die gebe ich dann in einen Spritzbeutel mit einer großen Lochtülle. Da macht das so voll wie es geht. Ich habe jetzt hier wieder einen Gefrierbeutel genommen, weil ich zu dieser Zeit noch keinen Spritzbeutel hatte. Aber ich habe jetzt einen, ich habe mir einen besorgt. Ja. Das Ganze verschließen. Und dann geht es auch schon weiter mit den Zahlen. Ich brauche natürlich von jeder Zahl 2 Stück und deswegen habe ich sie einmal quer durchgeschnitten. Und dann nehme ich die Zahl 1, lege sie auch gleich auf das Blech oder auf die Tortenplatte, die wo ich gern haben möchte, und spritze dann so runde Tuffs auf. Und hier im Schnelldurchlauf seht ihr das jetzt, wie das funktioniert. Schaut bitte, dass am Rand entlang richtig schön gleichmäßig ist. Und die ganze 1 muss mit Creme bedeckt sein. So sieht es dann aus, wenn ich die Creme darauf gespritzt habe. Dann nehme ich die andere Nummer 1 und lege sie vorsichtig auf die Creme drauf. Nicht zu arg drücken, denn sonst wird es platt. Also diese Paradiescreme ist wirklich sehr gut stabil, also das muss ich schon sagen. Und dasselbe machen wir mit der 5.
Da dauert es natürlich ein bisschen länger, weil die Zahl von der Fläche her größer ist. So sieht sie dann aus. Ja, und ich hatte hier jetzt doch tatsächlich ein Problem mit der 5. Ich musste mir die andere 5, also ich habe das ebenfalls nochmal halbiert, zurechtschneiden. Ich habe das nicht komplett hochgebracht, aber das macht überhaupt nichts, wenn sie irgendwie bricht oder ihr sie schneiden müsst, weil es eben nicht auf die Zahl drauf bekommt. Denn obendrauf kommt dann nochmal die Creme und dann sieht man das gar nicht mehr. Und es bricht auch nicht auseinander. Ja, und dasselbe machen wir jetzt dann oben auch nochmal. Und so sahen die Zahlen dann aus. Ja, jetzt geht es ans Verzehren der Süßigkeiten. Am besten, ihr nehmt das, was das Geburtstagskind mag. Ihr seht ja hier so ungefähr, was ich genommen habe. Ich möchte jetzt da nicht die einzelnen Firmen aufzählen. Ihr seht es ja, was ich da habe. Und die werden dann ungleichmäßig auf den beiden Zahlen verteilt. Und dann ist der Number Cake auch schon fertig. Am besten ist, ihr stellt ihn wirklich noch, vielleicht bevor ihr ihn dekoriert, nochmal für 1,5 Stunden in den Kühlschrank, damit die Creme auch wirklich fest ist und dann verzehrt es erst. Ja, das war jetzt mein Video von dem Schokoladen-Number Cake. Also der war wirklich richtig lecker, war auch ratzefatze weg. Es ist ein wunderbarer Geburtstagskuchen, den kann man so richtig schön dem Geburtstagskind anpassen. Ja, und das war es dann auch von mir. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss!